Heute bei den Late News behauptet ein Mann in Bielefeld, von Aliens entführt worden zu sein und dabei Opfer von mehr als fragwürdigen sexuellen Experimenten der Aliens gewesen zu sein. Der Alien erwidert daraufhin überrascht, dass er dem Mann in der Bar ganz eindeutig klargemacht hat, dass wenn er ihm aufs Raumschiff folgt, er ihm einige Analsonden einführen würde. Und Analsonde einführen geht auch auf dem Heimatplaneten des Aliens nicht als Blümchensex durch. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Late News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt aus unzähligen Schminkvideos auf YouTube, denn in Wirklichkeit bin ich Bibi oder Dagi. Keine Ahnung, bringe die verschiedenen Stimmen in meinem Kopf immer gerne durcheinander. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, die RTL 2 Nachrichten auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Deshalb fangen wir an mit den Nachrichten aus Berlin. Vermutlich hat es schon jeder einmal erlebt, dieses Gefühl, bei dem man auf der einen Seite peinlich berührt ist und auf der anderen Seite die Ohnmacht spürt, nichts machen zu können. Nämlich, wenn wieder einmal eine Socke bei der Wäsche verloren gegangen ist. Nachdem nun das BKA schon 50 Jahre lang eine Sonderermittlungseinheit hat, ist bisher immer noch kein Verdächtiger ins Wäschenetz gegangen. Und so verschwinden jedes Jahr weiterhin Millionen Socken. Aber nun hat der BKA-Chef Holger Münch, den man hier sehen kann, wie er sich fragt, welche falsche Entscheidungen ihn heute in diese News gebracht haben, neue Informationen präsentiert. Demnach hat der Sockendieb in Berlin-Reinickendorf mehrere Socken von einer Wäscheleine gerissen und wurde dabei von einer Frau beobachtet, als er per Fahrrad die Flucht ergriff. Das BKA nahm sofort DNA-Proben von halb Europa, denn sicher ist sicher. Außerdem wollte der BKA-Chef Holger Münch auch mal wissen, wer sein echter Papa ist. Und so konnte das BKA dieses Phantombild erstellen und das BKA bezeichnet den Sockendieb als irgendetwas zwischen Siemens und Miele und bittet nun die Bevölkerung um Hinweise, die sie bitte ihrem Toaster dann melden können. Währenddessen in Lurup, als jemand, der schon fast berufsmäßig bei Supermärkten nach deren Sicherheitsschwachpunkten sucht und diese gnadenlos ausnutzt, werde ich immer hellhörig, wenn in meiner unmittelbaren Nähe jemand von der Polizei erwischt wird. Und leider hat es dieses Mal die 41-jährige Schwester meiner Mutter, ihrer Zimmernachbarin an der Uni, die 20 Jahre zuvor im selben Raum mal gesessen hat, erwischt. Und ich merke immer wieder, wie das BKA, das LKA und die Norddeutsche Klassenlotterie mir immer näher kommt. Allerdings hat sich die 41-Jährige auch echt dumm angestellt. Denn sie rollte mit einem Trolley in einen bekannten Supermarkt, der sich auf "Oh Gott, hast du gesehen, dass es immer noch so riesige Kakerlaken gibt bei Drewe?" reimt. Und in einem unbeobachteten Moment begann sie, Vollmilchschokoladentafeln einer bekannten Marke einzustecken, die sich auf "Ist Rattenkot eigentlich immer noch zu 90% Bestandteil der Schokolade von Bilka?" reimt. Und um mehr in ihren Trolley zu laden, bat nun die Frau mehrere Rewe-Mitarbeiter, ihr doch bitte dabei zu helfen und wurde dadurch erwischt. Ach verdammt Mist, jetzt habe ich doch Rewe gesagt. Derweil in Tokio. Leider haben wir in letzter Zeit erlebt, dass immer mehr Menschen Klopapier horten, als ob sie davon ausgehen würden, dass die Apokalypse nur der übersteht, der den saubersten Hintern hat. Das kann sicherlich auch nicht schaden, aber ein Stacheldraht umwickelter Baseballschläger könnte beim Kampf effizienter sein, als Marodeure mit Klopapier zu bewerfen. Das hat zwar zu Beginn sicherlich einen gewissen Überraschungseffekt, aber wenn man dann nicht benzingetränkte und vor allem brennende Küchenrollen hinterherwirft, sieht das scheiß armselig aus. Das lernt man doch schon heute in der Schule, wenn man sich lieber auf den Smartphone Mad Max reinzieht als Goethe. So etwas dachte sich auch ein Mann in Tokio, der in einem Schuhladen beim Klauen erwischt wurde. Jedoch hat er nicht etwa ein paar normale Schuhe geklaut, sondern gleich 14 Paar High Heels. Bei der Überprüfung seiner Wohnung entdeckte die Polizei
sogar noch weitere 54 Paar High Heels, die er über die letzten Wochen geklaut hatte. Und sind wir mal ehrlich, aber der Mann hat nicht die Figur, High Heels tragen zu können. Nicht so wie ich gerade. Und noch zum Abschluss, die Lately News Videospielkritik der Woche handelt dieses Mal eindeutig von Ghost of Tsushima für alle aktuellen Konsolen wie dem Telescore 750. Nur hat es sich gezeigt, dass das Failing Ghost of Tsushima vollgestopft ist mit Fake-Bugs. Ich bin hier auf den Straßen Berlins auch bekannt als der Neuköllner Ninja, der Spandauer Samurai oder Steglitzer Sushi. Dementsprechend konnte ich mich sofort auf Ghost of Tsushima reinfühlen, einem Open-World-Spiel aus der Third-Person-Perspektive, dessen größte Stärke es ist, ein Open-World-Spiel aus der Third-Person-Perspektive zu sein. Und vor allem mit Ninjas, denn alles ist besser mit Ninjas. Ob Spiele wie Sea of Thieves, Minecraft, Red Dead oder mein Ponyhof 14, Ninjas machen alles besser, wie auch bei Ghost of Tsushima. Und hier ist die Grafik schon mal der Hammer, gerade für eine Grafik-Geisha wie mich. Okay, die Story ist löchriger als ein Schweizer Käse, der sich mit einer Schrotflinte erschossen hat. Aber es gibt Ninjas, denn alles ist besser mit Ninjas. Ob Steuererklärung, Sex oder eine Nachrichtenshow zu drehen. Denn was man leider nicht sehen kann, aber hinter der Kamera stehen 5000 Ninjas. Deshalb sei verwarnt Ghost of Tsushima, 7 von 10 dunkelgelbe Lately Fake Bugs Karten an dich und scheiße, ich werde jetzt gleich hier richtig tief durch Ninja Blut warten müssen. Das waren die Lately News, wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.